So, hallo zusammen, willkommen zurück zu Three.js. Heute wollen wir nochmal weitermachen und zwar bauen wir noch eine Library ein. Und zwar die sogenannte .GUI. Die .GUI ist super gut und mit der könnt ihr quasi JavaScript-Variablen live verändern von eurem Browser aus. Und das ist sehr, sehr angenehm, weil ihr dort dann direkt auch wirklich Ergebnisse sehen könnt und eben Dinge ausprobieren könnt. Das ist super geil. Und ja, dementsprechend würde ich euch empfehlen, hier mal ganz kurz das Repo aufzumachen. Nennt sich dat.gui, findet ihr hier dat.aarts, ja, und dann eben dat.gui. Und die dat.gui ist im Endeffekt hier zu finden unter Build, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch alles hier über npm installieren, wenn euch das lieber ist hier. Genau, und einbinden steht hier schon quasi alles dabei. Diese Zeile können wir uns direkt mal kopieren. So, die machen wir direkt in den Index rein. Wunderbar. Und src, ja, nee, wir packen sie in lib /.gui. .min.js und diese Datei gibt es natürlich noch nicht. Create File, genau, das habe ich vorgehabt. Und hier unter .gui kriegen wir jetzt natürlich, also müssen wir diese min.js-Datei erstmal laden. Die finden wir hier unter dat.gui.min.js. Wir gehen mal wieder hier auf raw und dann sehen wir hier wieder den ekelhaftesten Code, den wir so kennen können. Aber das liegt halt einfach daran, dass er minified ist. Wenn euch der Code an sich interessiert, und ich würde euch empfehlen, den mal wirklich durchzulesen. Ich finde sowas faszinierend. Wenn ihr übrigens Interesse daran habt, dass wir den zusammen durchlesen, dann dürft ihr mir wie immer schreiben. Aber ja, wir sehen hier auch, der Code ist komplett offen und das ist absolut geil. Das heißt, ihr könnt das natürlich auch alles so verwenden. Aber wie gesagt, für unsere Variante hier, wir wollen es ja nur einbinden. Ja, das ist okay. Wir wollen es ja hier nur einbinden und dann haben wir das im Endeffekt schon. So, jetzt ist das natürlich nur eingebunden. Jetzt müssen wir dem noch irgendwie sagen, hey, .gui, mach mal, ja. Und das brauchen wir nicht mehr und die Orbit Controls brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchen eigentlich nur noch unsere Main.js. So, und deswegen gehen wir jetzt hier mal nach ganz oben und sagen, direkt unter unserer Szene erstellen wir uns diese GUI, ja, diese .gui. Also war GUI, GUI steht im Endeffekt für Graphical User Interface, deswegen nennt man eigentlich immer eine GUI. Dat.gui. Ja, natürlich, verarsch mich ruhig. Dat.gui. So, okay, diese .gui hat natürlich jetzt erstmal keine Funktion, aber was wir damit machen können, ist, wir können dem Ding sagen, hey, du, wir würden gerne einzelne Variablen ändern. So, und diese Variablen, die können wir jetzt hier einfach einstellen. Das heißt, wir gehen einfach zum Beispiel hier unten unter das Point-Light und sagen hier GUI.add. Und langsam wird es unübersichtlich, ne? Wir sollten hier mal aufräumen, glaube ich. GUI.add und zwar das Point-Light, das kommt hier rein. Und wir wollen verändern, was wollen wir denn verändern? Wie wäre es mit der Intensity? Ja, die Intensity ist quasi festgelegt und die setzen wir zwischen 0 und 20. Ja? So, das heißt, wir haben in der .gui am Ende Möglichkeiten, das Ganze zu setzen zwischen 0 und 20. Und jetzt aktualisieren wir das ganze Ding. Und wir sehen hier oben, wir haben hier eine, also wir können uns jetzt hier auch drin rumbewegen. Und wir sehen, wir haben hier eine Intensitätsregelung und wir sehen, was passiert, wenn wir die Intensität hochstellen, wird plötzlich alles hell, wenn wir sie runterstellen, wird alles plötzlich dunkel. Lasst mich hier mal ganz kurz wieder die Szene deaktivieren, die wir hier geladen haben. Also dieses Load Scene, das ist zwar schön und gut, aber das ist für unsere Zwecke hier gerade eher kontraproduktiv, weil sehr, sehr viele verschiedene Dinge reingeladen werden. Also zum Beispiel eben auch neue Lichtquellen und sowas. Das wollen wir jetzt hier gerade gar nicht. So, jetzt haben wir einfach nur eine Punktlichtquelle, die schwebt hier irgendwo rum. So, und wenn wir jetzt hier die Intensität hochstellen, dann sehen wir sofort, boom, ist das Ding hell. Und wenn wir sie runterstellen, dann wird es immer weniger und es wird sehr, sehr dunkel. Und wenn wir hier wirklich klein gehen, dann unter 0,8, so 0,2 sieht man fast gar nichts mehr. Und wenn wir dann wieder hochgehen, boom. Ja, und dann kann man natürlich auch noch sagen, Close Controls, Open Controls, also zum Debuggen oder zum Bauen von der Szene, wunderbar, wenn ihr sowas machen wollt. Kann man natürlich auch super in Developer-Modus zum Beispiel machen, da kann man dann alles anpassen. Übrigens auch eine super Sache, wenn ihr was über euren Browser modellieren wollt. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie sagt, hey, ich mache jetzt so eine Art, sagen wir mal so eine Art Blender oder sowas im Browser, oder von mir aus eine kleinere Version von Blender, weil Blender riesig ist, dann könnt ihr hier natürlich die ganzen Werte eben hier über diese .gui einbinden. Ja, das nur so als kleine Anregung, was ihr damit machen könnt. Was ihr damit im Endeffekt macht, ist eure Sache. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.